Chuck, in Deutschland kann man ein sehr verblüffendes Phänomen beobachten. Einerseits gibt es eine starke Kritik an der Politik des Staates der Juden, nämlich Israel und der israelischen Regierung. In Germany, we are watching a perplexing phenomenon. On the one hand, there is increasing criticism against the state of the Jews, Israel, and the Israeli government. Andererseits hören wir vielfach die Beteuerungen, wir freuen uns, dass jüdisches Leben in Deutschland wächst und zunimmt. Zurzeit leben etwa 350.000 Juden in Deutschland und der Präsident des Zentralrats der Juden, Herr Schuster, hat in einer offiziellen Rede im Februar vor dem Landtag in Niedersachsen gesagt, unsere Koffer sind ausgepackt, unser Platz ist in Deutschland. On the other hand, there are many official assertions we are really glad that Jewish life and Jewish presence in Germany is growing, meaning about 350,000 Jews are living in Germany at the moment, and the president of the Jewish community in Germany, Mr. Schuster, has given an official address to the state parliament in Lower Saxonia, where he said in February of this year, "We Jews have unpacked our suitcases. Our place is here in Germany." Die Jüdische Allgemeine vom 9. März dieser Woche berichtet von einem Jugendkongress von 300 Juden in Frankfurt. Die Teilnehmer dieses Kongresses, junge Juden, wollen sich zum Aufbau jüdischer Gemeinden in Deutschland engagieren. Bemerkenswert, Aliyah, das heißt, der Gedanke einer Rückkehr nach Israel ist überhaupt kein Thema, was angesprochen wird. Was denkst du darüber? The big newspaper in Germany just this week had an extensive article about a Jewish Youth Congress in Frankfurt. 300 young Jewish participants there pledged to get engaged to build up Jewish life in Germany. The idea of returning to Israel, Aliyah, is not mentioned. How do you view this? This lines up perfectly with what the Iranian leader, the Ayatollah Khomeini, has recently been saying. Das passt genau zu dem, was der Ayatollah Khomeini, der Leiter vom Iran, vor kurzem gesagt hat. We have nothing against the Jews, just all the Jews in Israel needs to go back to Europe where they came from. Wir haben überhaupt nichts gegen die Juden, nur alle Juden, die in Israel leben, die sollten wieder zurückgehen nach Europa, da wo sie nämlich herkommen. Now, of course, his having nothing against the Jews is a lie. But what he's trying to do is say, it's the state of Israel, the Jewish state, that's the problem, not Jews. Und das ist genau der Kern des Problems. Zum einen ist es natürlich eine Lüge, wenn er sagt, er hat nichts gegen die Juden, aber er legt den Finger darauf und sagt, das einzige Problem ist der jüdische Staat. Die Juden an sich sind okay. Let's talk about the Bible, because you want to know how I think. Wenn du wissen willst, wie ich denke, lass uns von der Bibel herkommen. And as you know, my world view, my filter is the scriptures. Und wie du weißt, ist meine Weltsicht, die Art, wie ich die Welt beurteile, durch die Augen der Bibel. I choose to judge or discern what's happening in the world through what God says in His Word. Ich habe mich entschieden, die Ereignisse in der Welt zu beurteilen nach dem, was Gott in seinem Wort dazu zu sagen hat. And what God says is that Jews who live outside the land of Israel are living in exile and captivity. Und die Bibel sagt sehr deutlich, Juden, die außerhalb des Landes Israel leben, die leben im Exil und sie sind in Gefangenschaft. Now, it could be a very beautiful, comfortable exile and comfortable cage, but it's still captivity. Und das kann ein sehr schönes Exil sein, das kann sehr bequem sein, dort im Exil zu leben, aber Gott sagt immer noch, das ist Gefangenschaft. God needs to pour out some sort of anti-glue solvent to release the Jews from their attachment to Germany and the other nations where they live in exile. Gott müsste auf irgendeine Weise ein Lösungsmittel über den Juden ausgießen, das sie loslöst und befreit
von ihrem Verbundensein und Kleben an Deutschland und auch an den anderen Nationen. And he wants to do that. Er will das tun, But he's waiting to be asked by the church to do it. aber er wartet darauf, dass die Gemeinde ihn fragt, dass sie das tut. Why should we be zealous to ask him to bring his people back? Aber warum sollten wir uns wirklich anstrengen und ihn bitten, Herr, bring dein Volk zurück? Because this relates to his glory. Das steht im Zusammenhang zu seiner Verherrlichung. Isaiah 43, Jesaja 43, verse 5 to 7. Jesaja 43, die Verse 5 bis 7. Fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her sammeln und dich vom Westen zurückführen. I will say to the north, give up, to the south, keep not back. Bring my sons from the far and my daughters from the ends of the earth. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe mir meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter von den Enden der Erde. Everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Alle, die mit meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Verse 15. I am the Lord your Holy One, the creator of Israel, your king. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Verse 21. This people I have formed for myself, they shall show forth my praise. Dieses mein Volk, mein auserwähltes Volk, das ich mir gebildet habe, es soll meinen Ruhm verkündigen. If your family did not want to accept Jesus, Wenn deine Familie Jesus nicht annehmen will and they said, leave us alone, we like living as sinners in the world, and we don't care what's going to happen after we die. und sie sagen, lass uns doch mit deinem Kram in Ruhe, wir leben ganz froh so in der Welt und was nach unserem Tod geschieht, das ist mir egal. If you love them Wenn du sie liebst and you want to see God glorified in their life, und du möchtest es erleben, dass Gott in ihrem Leben verherrlicht wird, you're going to, number one, pray for them. dann wirst du als erstes für sie beten. And as you pray for them, you'll find that God will soften hearts, that you'll have an opportunity to speak to them. Und wenn du für sie betest, wirst du nach einer Weile feststellen, dass Gott ihre Herzen weich macht und er dann doch zu ihnen reden kann. It doesn't matter where the Jews want to live. It's not God's will for them to be outside of the borders of Israel. Es ist völlig egal, was die Juden möchten, wo sie wünschen zu leben. Der Wille Gottes ist es, sie sollen nicht außerhalb der Grenzen Israels leben. And for those Christians who understand this, as you start praying for them, Und die Christen, die ein Verständnis davon haben, wenn ihr anfangt dafür zu beten, God will then soften some hearts and bring them to you for you to speak the truth about them coming home. dann wird Gott ihre Herzen weich machen und dann wirst du Gelegenheit haben, zu ihnen zu sprechen, dass sie nach Hause gehen können. And that's my view of it. This is not of God that Jewish life be established in exile. Und das ist meine Sicht dafür, es ist nicht der Wille Gottes, dass jüdisches Leben im Exil wieder aufgebaut wird. In fact, it's very dangerous. Genau genommen ist es sogar sehr gefährlich, wenn das The geschieht. safest place for Jews to be in the final days is in the land of Israel. In den letzten Tagen ist der sicherste Ort, wo Juden sein können, innerhalb des Landes Israel. And for those of you who are not sure about that, on our website we have an article called Jacob's Trouble, Past or Future, and you can read all about it. Und diejenigen von euch, die sich nicht sicher sind, schaut auf unserer Internetseite nach. Dort haben wir eine Lehre über die Frage, die Trübsalzeit Jakobs, ist sie vergangen oder kommt sie noch? Und dort könnt ihr das nachlesen. One other thing, we just passed the Jewish holiday of Purim. Noch eins, wir sind gerade mit dem jüdischen Feiertag Purim am Ende. This wicked anti-Semite Haman, Hisbu, Und dort hat dieser böse Antisemit Haman right, wanted to kill all the Jews.
Er wollte alle Juden töten in King Ahasuerus' kingdom in Persia. und er wollte das tun in dem Königreich der Perser. Why were the Jews in such trouble? Warum hatten die Juden zu der Zeit so viele Probleme? Because Cyrus had already told them they could go back to Israel, but most of the Jews chose to remain in exile. Weil der König Cyrus sie sogar unterstützt hatte, dass sie zurückgehen konnten aus seinem Königreich nach Israel, aber sie haben sich entschieden, bequem in Persien weiterzuleben. You tell me, well, Israel doesn't have enough room. Und dann sagt jemand, es gibt gar nicht genug Platz in Israel. I tell you that's a lie. Das ist eine Lüge. Better than 50% of Israel's land has only 5% of its people, the Negev. Und 50% des Landes Israel, nämlich der Negev, dort leben nur 5% der israelischen Bevölkerung. Plus, there's plenty of places for Jewish people to settle in the nation of Israel. Und es gibt viele Orte, wo jüdische Menschen noch Siedlungen bauen könnten im Land Israel. This is one of the reasons that intercessors for Israel pray so much for Aliyah. Und das ist einer der Gründe, warum die Fürbitter für Israel so sehr für Aliyah beten. Not for the Jews' sake, but for God's holy name's sake. Nicht um der Juden willen, sondern um des heiligen Namens Gottes willen.